Es ist auch wissenschaftlich belegt, dass halt jeder Mensch zu einem gewissen Prozentsatz, es gibt keinen Mensch, der komplett hetero, komplett gesellschaftlich normal ist. Und die Ursache nicht nur für LGBTQ, für vieles andere auch, was abartig ist, ist eben der Sündenfall. Angenommen, du würdest den Glauben verlieren, würde sich dann deine Toleranz für Homosexualität wieder erhöhen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Weil das ist ein einzelner Punkt. Wenn ich einen Glauben verliere, dann ist das fundamental. Ja. Dann Du könntest es gar nicht. Es gibt auch Ungläubige, die nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Die finden es trotzdem abartig. Gibt es irgendwie eine Aussage zu LGBTQ, die ihr vorhin vielleicht besprochen habt, die wichtig ist? Oder Der will ich machen. Meiner Meinung nach ist LGBTQ halt was ganz Normales, was Menschliches und womit man auch geboren ist, was aber im Verlauf des Lebens ändern kann. okay, vielleicht machen wir mal. LGBTQ ist was ganz Normales. Okay? Oh, ich könnte. Ja, stellt euch hin, wo ihr meint, ja? Okay. Erzähl mal, warum ist LGBTQ was ganz Normales? Es gab schon immer Leute der LGBTQ-Community und es wird es ja auch immer geben. Und meiner Meinung nach ist es auch wissenschaftlich belegt, dass halt jeder Mensch zu einem gewissen Prozentsatz, es gibt keinen Mensch, der komplett hetero, komplett gesellschaftlich normal ist. Okay. Und du stehst auf starke Ablehnung? So, ich werde jetzt erklären, warum das so ist. Hört ihr euch? Dass es so ist natürlich jetzt nicht zu leugnen, was Ja. ihr sagt. Aber grundsätzlich kommt es nur darauf an, warum, also ob jemand die Ursache dafür anerkennt. Und die Ursache nicht nur für LGBTQ, für vieles andere auch, was abartig ist, ist eben der Sündenfall. Seit dem Sündenfall wird jeder in Sünde geboren, auch ich. Bin in Sünde geboren. Ich bin ja auch nicht von Geburt an Christ. Naja, das muss man schon, wenn man das grundsätzlich nicht sagen kann, dann kann man nicht weiterreden. Und jedenfalls, und deswegen hat der Mensch eine Neigung dazu, zu dem, was Gott ein Gräuel ist. Also, Unter anderem, außerdem, Gott hat die Sexualität geschenkt, ja. Die ist aber genauso wie alles andere seit dem Sündenfall verdorben. Und deswegen wird sie missbraucht, weil nur eine Sexualität, die keine Kinder verhindert zwischen Mann und Frau in der Ehe, nur da ist es kein Missbrauch. ich erlaube mir mal eine Sache rauszupicken. Ja. LGBTQ ist Gott ein Gräuel. Ja. Okay. So. Warum stehst du auf leichte Zustimmung? Also zunächst mal ist die Frage, was mit normal gemeint ist. Ist das was Normatives oder einfach was Deskriptives? Ich hätte es jetzt als normativ wahrgenommen in dem Sinne von, es ist vollkommen in Ordnung im Grunde. Da würde ich eingeschränkt zustimmen, weil ich mich mit diesem Label LGBTQ+ schwer tue, weil ich denke, dass da verschiedene Dinge zusammengewürfelt werden, die nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Also ich halte es für sehr wichtig, das Recht auf körperliche Autonomie von jedem Menschen anzuerkennen. Das heißt, jeder entscheidet selbst, mit wem er ins Bett geht, was er mit seinem eigenen Körper macht. Das möchte ich aber unterschieden wissen von so dieser Gender-Ideologie, die wir haben, die meines Erachtens eher ziemlich regressiv rückschrittlich ist. Okay.
So. Glaubst du an Gott? Nein. Glaubst du, es gibt diesen Gott? Nein. Aha, okay. Dann ist es ja schon mal logisch, dass ihr euch nicht verstehen könnt. Ich Ja, frag einfach wobei, mal- meiner Meinung nach kann man auch an Gott glauben und trotzdem aufgeschlossenes Weltbild haben Ja. und anerkennen, dass es nur mal Leute gibt, die einfach auf das gleiche Geschlecht stehen oder auch, wie du gesagt hast, mit anderen Leuten ins Bett wollen. Wobei ich finde, dass das mit dem ganzen, das Gender, also meinst du mit Gender so Geschlecht oder halt Gendern, das Sprachliche? Als du gesagt hast, dass du da noch nicht, dass die Gesellschaft zurückgebildet hat. Also ich meine, diese Idee, dass davon, inwieweit man bestimmte Geschlechterrollen ausführt oder auch nicht, das eigene Geschlecht abhängt. Ich gehe davon aus, dass wenn Leute sich auf so einer Basis als trans verstehen, das eine Reproduktion von sehr, sehr restriktiven Geschlechterrollen ist. Ich würde Geschlechterrollen nicht ablehnen. Ich denke aber, dass es an jedem selbst ist, zu entscheiden, inwieweit er denen entsprechen möchte. Und dass es insofern wichtig ist anzuerkennen, klar gibt es auch Männer, die das nicht tun und Frauen, die das nicht tun. Und das hat nichts damit zu tun, dass die dann ein anderes Geschlecht haben. So. Aber was die dann, ob die sich irgendwelchen medizinischen Maßnahmen unterziehen wollen, aus dieser Idee heraus, das ist deren Sache. Also Hast du ja primär nichts dagegen. Also ich muss sagen, Hey, vielleicht ich muss euch unterbrechen. Weil ich bin hier Moderator. Eine Frage für dich. So, Ja. Du sagst, LGBTQ ist Gott ein Gräuel. Ja. Ist LGBTQ auch ein Gräuel für Menschen, die gar nicht an Gott glauben, also ihn zum Beispiel? Ja, wenn sie nicht an ihn glauben, dann natürlich nicht. Wenn sie nicht, also das heißt, wenn du nicht an Gott glauben würdest, wie wäre dann deine Position zu LGBTQ? Würde sich die ändern? Bei LGBTQ, naja, das kommt drauf an. Kommt drauf an. Inwieweit die Gehirnwäsche dann bei mir funktioniert hätte. Inwieweit? Das kann ich ja nicht sagen. Seitdem ich gläubig bin, funktioniert sie ja nicht mehr. Ich kann nur sagen, im alten Leben, als ich ungläubig war, habe ich Homosexualität, was Gott auch ein Gräuel ist, nicht für ein Gräuel gehalten, sondern war in dem Irrtum, das hätte genauso was mit Liebe zu tun wie bei Mann und Frau. Also das heißt, Das war Bevor- im alten Leben, bevor ich gläubig bevor du gläubig geworden bist, hast du eigentlich Homosexualität mehr akzeptiert als jetzt und eigentlich sogar uneingeschränkt. uneingeschränkt. Und durch das Gläubigwerden Ja. hast du dann gesagt, Hat okay, sich geändert. also wenn du jetzt wieder, angenommen, du würdest den Glauben verlieren, würde sich dann deine Toleranz für Homosexualität wieder erhöhen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Weil das ist ein einzelner Punkt. Wenn ich einen Glauben verliere, dann ist das fundamental. Ja, Dann du könntest es gar nicht. Du könntest es nicht es gibt auch Ungläubige, die nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Die finden es trotzdem abartig. Okay. Wenn du hast du eigentlich gehört, was Ja, er, ja. Also findest du davon irgendwas schon so weit überzeugend, dass du sagst, ich wechsle einen Schritt hier rüber? Also das einzige Argument, was halt gegen LGBTQ-Community ist halt, dass Gott das nicht will. Ja. Für mich ist es halt ein Argument, basiert halt auf guten Argumenten und natürlich auch auf wissenschaftlichen Aspekten, die das Ganze untermauern. Ja. Und wenn er halt sagt, bevor er christlich oder bevor er gläubig war, hat er Schwule akzeptiert ja. und dann ist er gläubig geworden und auf einmal sagt, er ist Gräuel, Ja. zeigt es für mich einfach nur, wie unrevolutioniert und wie eigentlich auch menschenverachtend die Religion ist. Oder der Glaube. Okay. Geht bitte mal alle auf neutral. Ich habe eine neue, ich hätte einen neuen Claim. Religion ist menschenverachtend. Stellt euch doch mal bitte dorthin, wo ihr denkt. Religion ist menschenverachtend. Was ist mit Religion gemeint? Also ich bräuchte ein bisschen spezifisch. Okay, bisschen spezifischer. Tja, naja gut, das ist natürlich jetzt, ne? Man versucht immer so relativ knackige Aussagen zu kriegen. Also, wenn du unsicher... Wenn du mit Religion meinst, was Religion ist, dann bin ich bei zu.
Du bist bei starke. Wenn du mit Religion meinst, Religion ist, was eigentlich Religion ist. Religion ist menschenverachtend. Bist du bei starke Zustimmung? Aber Weil mein Glaube ist keine Religion. Ah ja, okay, cool. Okay, dann lass uns das mal können wir machen. das spezifizieren, weil Mein in gewisser Glaube Weise ist- ist Okay, es mach einen Vorschlag. das Religion ist menschenverachtend. Katholizismus und der Islam. Und nur Katholizismus. Ah, okay, gut. Also wir machen Katholizismus ist menschenverachtend. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Ihr steht beide auf starke Zustimmung. Wir haben hier einmal Katholizismus. Ablehnung. Bitte? Katholizismus. nicht Katholizismus. Okay. Warum stehst du da? Also ich habe geschwankt zwischen leichter Ablehnung und Ablehnung. Ja. Ich bin nicht katholisch, möchte es auch nicht sein. Aber ich denke, dass das in dieser Pauschalität falsch ist. Ich denke, dass ganz grundsätzlich die christliche Religion sehr viel Gutes hervorgebracht hat. So den Gedanken der Rechte des Individuums im Grunde, was wir zum Beispiel im islamischen Zwangskollektivismus nicht haben. Und dafür, also das ist dem Christentum zumindest auch zuzugestehen. Oder so einer jüdisch und später auch christlichen Tradition. Und insofern tue ich mich mit dieser Aussage schwer, wobei ich gleichzeitig, und das ist der Grund, warum ich weiß nicht, ich schwanke so ein bisschen. Also ich würde auch sagen, gleichzeitig. Ich glaube, es gibt eine Regel, dass man nicht zwischen den Dingern stehen darf. Man muss genau. Dann stehe ich hier. Gleichzeitig erkenne ich natürlich an, dass das Christentum Dinge hervorgebracht hat, sei es Verfolgung von Homosexuellen, Antisemitismus und so weiter, die menschenverachtend sind. Aber in dieser Pauschalität halte ich das für sehr verkürzt. Okay. Warum ist Katholizismus menschenverachtend? Katholizismus ist menschenverachtend aus mehreren Gründen. Einerseits finde ich halt, also ich würde vor allem menschenrechtsverachtend sagen, weil für mich ist, es gibt mehrere Gründe. Einerseits steht in dem Alten Testament, im Katholizismus, steht drin, einfach, dass es ein Gräuel ist, homosexuell zu sein. Aber ich möchte mich nicht die ganze Zeit auf das Argument stützen. Ja. Für mich ist auch, dass man beispielsweise nicht verhüten darf. Finde ich, es steht, ich bin mir nicht sicher, ob es auch im Neuen Testament, aber im Alten steht es auf jeden Fall, du darfst nicht verhüten. Ja. Finde ich auch. Neues Testament, genau. Neues Testament genauso, das kann man das ganze Christentum beziehen. Okay. Finde ich auch nicht mit Menschenrecht vereinbar, weil ich finde, das kann ja, weil damit schränkst du ja in gewisser Weise, oder auch Sex erst nach der Ehe, da schränkst du in gewisser Weise den Libido, den stärksten Trieb des Menschen ein. Ja. Und das finde ich ist halt gegen Menschenrechte. Abtreibung ist auch so ein Ding. Oder dass man, also es gibt halt, wie gesagt, viele Punkte, wo man das kritisieren kann. Ja. Sind seine Gründe auch deine Gründe? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Starke Ablehnung zu sein. Nee, warte mal kurz. Nee. Wir sind immer noch bei Katholizismus Okay. ist menschenverachtend. Ich habe da Du stehst ganz auf andere derselben Position, aber du ich hast hab ganz da, andere Gründe. Ich habe da ganz andere Gründe, ja. Ich meine, keine Menschenverachtung, mit Gottesleugnung geht schon mal gar nicht. Also Keine Menschenverachtung. Wer Gott verachtet, der muss auch irgendwo zwangsläufig Menschen verachten, auch weil der einzige Grund, ein Mensch zu achten, ist ja weil er von Gott geschaffen ist. Ich kann auch auf einen Mensch achten, weil ich ihn sympathisch finde, weil ich seine Grundwerte, seinen Kompass, seinen moralischen Kompass gut finde. Aber ich kann auch Menschen nicht nur mögen oder respektieren, weil sie von Gott geschaffen wurden. Ich finde, jeder Mensch hat Respekt verdient. Und das nicht, weil Gott sie geschaffen hat, sondern weil wir alle gleich sind. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Das ist einfach, das hat nichts damit zu tun, dass sie alle von Gott sind. Das Herz des Gottlosen ist weniger wert, steht Das ist geschrieben. Das ist ihre Meinung, aber das ist, finde ich, auch Menschen. Ja, ich gehe davon aus, was geschrieben steht. Also, ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Ja. Finden Sie Menschenverachtung gut oder schlecht? Schlecht. Warum sagen sie? Okay. Weil, Aber der Trick ist ja, dass man bestimmte Sachen zur Menschenverachtung erklärt, ne? Weil
Ne, es wird halt einfach gesagt, wenn ich hier LGBTQ abartig finde, dann wird man halt in diese Schublade gesteckt, Menschenverachtung. Schublade ist. Weil es wird behauptet, völlig aus dem Zusammenhang, der Mensch hätte das Recht dazu. Wer hat ihm denn das gegeben, wenn es keinen Gott gibt? Ist der Grund, warum Sie hier stehen? Jetzt sage ich Sie, nee, ich mache das generisch, ich sag zu allen du. Also, Ja. ist der Grund, warum du hier stehst? Ich habe mit du kein Problem. Ja, okay, das haben wir Nö, jetzt. ich leg da keinen Wert ist der auf Sie. Grund, warum du Hab hier... mit du kein Problem. Okay, Ja. gut, super. Ist der Grund, warum du hier stehst, Ja. die Vorstellung, dass du als Christ menschenverachtend bist? Nee. Nee. Ist der Grund... Das versuchen einem andere ja dann zuzuschieben. Wenn ich bestimmte Sachen vertrete, dann versucht halt oft der Gegner, mir das dann als menschenverachtend zu. Also glaubst du, Christentum ist menschenverachtend? Das echte nicht. Das echte nicht, aber Katholizismus ja. ja. Würden Sie sagen, der Katholizismus ist gottlos? Ah, Okay, und deshalb Zustimmung. Ja. Darf ich eine Frage? Sehr gute Frage. Finden Sie es Es ist menschenrechtlich? schlimmer als der Atheismus, weil der Atheismus sagt wenigstens nicht, er macht das im Namen Gottes. Die katholische Kirche hat die größten Gräueltaten begangen und behauptet noch, es wäre im Namen Gottes. Also das ist sogar noch gottloser, könnte man sogar sagen, es ist noch gottloser als Atheisten, die wenigstens nicht behaupten, sie machen das, was sie tun, im Namen Gottes. Ja. Mm, Also, das ist okay. mm, Ich würd- Ihr seid euch einig, Ja, ne? als erstes finde ich, dass mit der katholischen Kirche Sehr stimmt. Die haben Hitler unterstützt 1930 beim Reichskonkordat Ja. und auch sehr viel, die haben einfach Gott ausgenutzt, das finde ich auch nicht gut. Aber was ich fragen wollte, Sie haben seinen Namen missbraucht. Die Okay. katholische Kirche unter anderem missbraucht den Namen Gottes. Okay. und das Weite, was ich die fragen wollte, oder was du Ja. fragen wollte, ist, wenn du Menschenrechtsverletzung definieren müsstest, dass es meiner Meinung nach von dem Menschen keinen Respekt haben, aufgrund verschiedener Attribute, die der Mensch hat. Aussehen, Glauben, Sexualität, Geschlecht, etc. Hautfarbe, Kultur, Ethnie. Und meiner Meinung nach, was du gesagt hast mit Schublade oder objektiv gesehen, ist es einfach Menschenrechtsverachtung, wenn du die Sexualität nicht antippst. Wenn ich sage, oh du Hetero-Schwein, du Normalo, ist es auch Menschenrechtsverachtung. Und das ist eigentlich okay. Und da kannst du nicht argumentieren, dass du Menschenrechtsverachtung schlecht Du findest. musst trennen von dem, was ein Mensch tut und von dem, was ein Mensch ist. Ich habe gesagt, warum ich keine Menschenverachtung habe. Und der einzige Grund ist, wie gesagt, den erkennst du nicht an, weil du leugnest, dass es einen Gott gibt. Aber der einzige Grund, warum ich kein Recht habe auf Menschenverachtung, ist, weil jeder Mensch von Gott geschaffen ist. Ich kann aber ich werde aber weiterhin das für ein Gräuel halten, das für schlecht halten, und genauso verurteilen, was eben Gott verurteilt. Und das hat Gott offenbart in seinem Wort. Und die katholische Kirche ist deswegen auch gottlos, weil sie sich eben nicht an Gottes Wort hält, sondern es aus dem Zusammenhang zieht und missbraucht. Deswegen ist sie gottlos. Okay, gut. Ja, nicht an die Lehre Wir von können Jesus. jetzt, wollen wir irgendwie tauschen? Willst du vielleicht das Zepter in die Hand nehmen? Ja, Ja? gut. Neuer Claim. Ich meine, darüber hattet ihr auch vorhin gesprochen. Jede Frau hat das Recht auf Abtreibung. Jede Frau hat das Recht auf Abtreibung. Okay. Du hattest dich zuerst auf starke Zustimmung positioniert. Was ist dein Hauptgrund dafür? Mein Hauptgrund dafür ist, dass aus verschiedensten Motiven die Frau immer noch das Kind gebärt, dass die Frau das Kind hat. Das heißt, die einzigen, also ich finde, der Mann darf auch nicht sagen, treib ab, sondern die Entscheidung liegt jetzt erst bei der Frau. Und meiner Meinung nach ist es halt immer noch die Entscheidung der Frau, weil ich finde es auch, wenn die Frau einfach, das ist halt ihr Körper, ihre Rechte. So,
Und ich finde vor allem in den Fällen, was auch nicht von dem anderen Diskussionspartner beachtet wird, vor allem bei der Vergewaltigung oder so, wo es auch in Deutschland zum Glück legal ist abzutreiben, sollte es sowieso legal sein. Aber in Deutschland ist es immer noch legal abzutreiben, was ich nicht okay finde, und auch menschenverachtend. Weil ich finde, es sollte ein Menschenrecht sein, und wie gesagt, Frauenkörper, und es ist, finde ich, auch kein Mord, weil Fötus fühlt nichts. Das ist wie wenn du eine Kuh tötest, was ja jeder Fleischesser macht. Das heißt, verstehe ich das richtig, so der wesentliche Grund, das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper der Frau? Genau. Okay. Du hast gehört, was er gesagt hat. Was würdest du dem entgegnen? Also erstens, es ist nicht der Körper der Frau, sondern es ist ein anderer Körper. Es ist nicht ihr eigener Körper. Ein Kind wird gezeugt, ist von Anfang an mit der Zeugung ein Mensch, und dann wächst ein anderer Körper im Körper der Frau. Also diese Behauptung, es wäre ihr Körper, ist schon mal falsch. Ich glaube auch nicht, dass das die Wissenschaftler behaupten, aber bloß weil sich jemand Wissenschaftler nennt. Wie gesagt, also die Aussage stimmt schon mal nicht, es wäre ihr Körper. Demzufolge bestimmt sie, wenn sie abtreibt, auch nicht nur über einen anderen Körper, sondern über eine andere Seele. Und damit ist der einzige Unterschied, es ist beides Mord. Der einzige Unterschied ist, der eine passiert innerhalb des Mutterleibes und der andere passiert dann außerhalb des Mutterleibes. Außerdem, selbst wenn eine Frau ihr Kind nicht will, weil sie zum Beispiel vergewaltigt worden ist, wofür das Kind aber nichts dafür kann. Es gibt ja sogar Babyklappe. Sie könnte es ja sogar anonym in eine Babyklappe stecken, statt es umzubringen. Und hier wird immer von Menschenrechten gesprochen, und der oder diejenige hätte das Recht, angeblich abzutreiben. Dann ist meine Frage, wer hat Ihnen denn dann das Recht gegeben, wenn es angeblich keinen Gott gibt? Verstehe ich das richtig, dass der zentrale Grund für Sie ist, dass Abtreibung bedeutet, über einen anderen Körper zu verfügen, über den des Kindes, und damit Mord wäre? Es ist Mord. Ja. Der Mensch ist mit der Zeugung ein Mensch. Okay. Wenn Wissenschaftler das Gegenteil behaupten, glaube ich denen nicht, bloß weil sie sich Wissenschaftler nennen. Bedeutet das, wenn Sie rein hypothetisch erfahren würden, ein Mensch wäre nicht schon ab der Zeugung ein Mensch, sondern ab irgendeinem späteren Zeitpunkt, rein hypothetisch, würde das was an der Überzeugung ändern? Ich arbeite nie mit Hypothesen. Okay. Ich arbeite immer mit dem, was wirklich ist. Okay. Das ist ausgeschlossen, weil diese Hypothese hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun oder mit der Wahrheit. Dieses Wenn gibt es insofern nicht. Okay. Du stehst auf Zustimmung, hast ja jetzt zwei sehr gegensätzliche Argumente gehört. Wurde irgendwas gesagt, was an deiner eigenen Position ändert? Nee, bisher nicht. Okay. Gäb's was du erfahren könntest? Oder was irgendjemand anders dir sagen könnte, was daran ändern könnte? Tja. Also ich stehe hier, weil mir, glaube ich, persönliche Freiheit wichtig ist. Ich glaube aber auch, dass Abtreibung jetzt nicht legal sein sollte bis zum 9. Monat oder so. Deswegen stehe ich nicht auf starke Zustimmung. Ist das gut?
zu leichte Zustimmung. Ja, da müsste sich vielleicht irgendwie mein Verhältnis ändern zu, also so ein Kind hat auch ein Recht und wenn ich jetzt irgendwas hören würde, was dieses Recht von einem Kind irgendwie zu leben mehr betont, würde ich vielleicht auf leichte Zustimmung gehen. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Okay, also dann aber immer noch sozusagen im leichten Zustimmungsbereich, nicht bei neutral oder Ablehnung. Ja, das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Okay, ich würde sagen, Ja? Ich wollte nur sagen, der jetzt bei Ablehnung steht, er meinte, dass das Baby schon lebt und dass das Mord wäre. Als erstes Mord ist auf brutalste und hinterhältigste Art und Weise, den Menschen zu töten. Ich finde, Abtreibung ist nicht brutal und hinterhältig. Und als zweites, die Merkmale des Lebens, die biologischen Merkmale des Lebens. Reizbarkeit, Art. Beschäftigt dich mal, wie eine Abtreibung abläuft. Okay, Kind wird im Mutterleib ja, verstehe ich. Lassen wir ihn erstmal kurz ausreden. Aber es lebt doch nicht. Die Merkmale des Lebens sind Nahrung, Nahrungsaufnahme, Atmung, Reizbarkeit, Bewegung und Fortpflanzung. Doch, das sind die Merkmale des Lebens der Biologie. So ein kleines Fötus, und ich verstehe das Argument, dass man kein 9 Monate altes Baby abtreiben sollte, das verstehe ich auch, da bin ich auch der Meinung. Aber es ist ja in Deutschland bis zur 12. Woche möglich. Und bis zur 12. Woche ist es ja noch kein Baby, das ist ja noch Embryo. Und ich finde, ein Embryo zu töten, was nicht mehr töten ist, ich will es eher zu entfernen, sollte nicht strafbar sein. Hat ein Mensch eine lebendige Seele, glaubt da rein. Sie sitzt in einem Bild. Da kann man gehen. Und meiner Meinung nach ist es halt auch, was ich schon gestern sagen wollte. Achso, ja, wie gesagt, das mit dem Menschenrecht habe ich ja schon erwähnt. Aber der Körper gehört nicht Gott, der Körper gehört der Frau. Die Frau hat ihr Bild, die Frau hat ihren Geist, der Geist ist zum Körper zugehörig. Das heißt, sie ist dann mit ihrem Körper geboren, ihr gehört ihr Körper. Sie kann entscheiden, du kannst auch entscheiden, was du mit deinem Körper machst. Kann ich auch machen, weil er mir gehört. Und ich finde halt, wenn einem der Körper gehört, sollte man mit dem machen können, was man will. Weil ich kann mich auch tätowieren, ich kann machen, was ich will, weil es ja mein Eigentum ist. Und der Frau gehört auch ihr Körper, weswegen sie auch abtreiben sollte. Oder sollte halt legalisiert werden. Solange, habe ich das richtig verstanden, noch nicht von einem, kann man das so sagen, eigenständigen Leben des Kindes dann zu sprechen? Genau, das ist ja auch in den meisten Ländern so, wo Abtreibung legalisiert ist, dass es ab der 12. Woche nicht mehr erlaubt ist, weil dann ist es halt ein Fötus, ein Baby. Aber bis zur 12. Woche ist es halt noch im Embryo-Zustand. Und das ist halt dann so, wie wenn wir Hühnerei essen. Das ist halt, das lebt halt auch nicht. Deswegen kann man auch nicht das betiteln. Ich weiß, Mord gibt es nur am Menschen. Deswegen kann man auch nicht sagen, wenn wir Hühner essen, ist es Tiermord. Weil es ist ja noch kein Wesen. Okay, da kam schon Widerspruch. Also das ist erstens mal die pseudowissenschaftliche Behauptung, um den Mord dann zu rechtfertigen. Zweitens kommt der Same von der Frau. Ohne den Samen ist es nicht möglich. Kommt der Same von der Frau? Nein. Kommt vom Mann. Und nur wenn Eizelle und Same zusammenkommen, dann ist es möglich, dass, wie gesagt, von der Zeugung an Gott dann im Mutterleib einen Menschen bildet. Und da hat niemand das Recht auf Mord. Wie gesagt, das ist eine Behauptung, dass es noch kein Mensch wäre, sondern angeblich nur ein Zellklumpen oder sowas, was als wissenschaftlich hingestellt wird, ist aber nicht ist. Möchte noch jemand von euch beiden was entgegnen? Wenn nicht, würde ich zur nächsten These kommen. Gut, auch ein Thema, das wir vorhin schon hatten. Damit würde ich dann auch langsam abschließen, ist, es gibt genau 2 Geschlechter. Okay, dann komme ich erstmal zu euch beiden. Fang vielleicht mit dir an, du hast bis jetzt noch am wenigsten gesagt.
Was ist dein Hauptgrund, warum du bei starke Überzeugung stehst? Ja, weil es zwei Gameten gibt, also Eizellen und Spermien, und weil das die einzigen Gameten sind, die halt bei der Fortpflanzung beteiligt sind. Und wie sich jemand empfindet oder wie sich jemand kleidet, hat damit, so wie ich das verstehe, nichts zu tun. Und deswegen gibt es nur zwei. Okay, also Gameten, welche Gameten man produziert als wesentliches Kriterium für Geschlecht und deshalb nur zwei. Für das Konzept Geschlecht. Es gibt ja auch Leute, die produzieren vielleicht gar keine Gameten, aber es gibt zumindest keinen dritten Gametentyp, der irgendwie an der Fortpflanzung beteiligt ist. Ja. Ist das auch dein zentraler Grund oder wäre dein Grund ein anderer, warum du hier stehst? Kein zentraler. Ich stimme zu, aber mein zentraler Grund ist als Christ Jesus Christus, Gott und das, was Gott geoffenbart hat. Und deswegen ist mein Grund immer, es steht geschrieben. Ne? Damit meine ich ausschließlich jetzt die Heilige Schrift, Bibel, nichts anderes. Ich glaube da alles, was geschrieben steht. Das ist für mich wie für Gottlose, wenn sie sagen, ich glaube Wissenschaftlern. Und da steht geschrieben, Gott schuf sie, männlich und weiblich. Das ist der zentrale Grund, warum ich das glaube. Das andere gehe ich mit, ist für mich aber weniger zentral. Ja. Okay, also die Bibel als wesentlicher Grund. Ja, genau. Okay. Du hast jetzt zwei sehr unterschiedliche Argumente gehört. Leuchtet dir davon eines so weit ein, dass es was an deiner Überzeugung ändert? Nein. Also erstmal nochmal vorab, also man muss halt bei Geschlechter differenzieren. Einmal zwischen den identitären Geschlechtern, also womit man sich im Geiste identifiziert, und einmal zwischen den biologischen Geschlecht. Biologisch ist es halt einfach Fakt, dass es 3 Geschlechter gibt. Männlich und weiblich. Das sind 99% der Leute. Aber es gibt halt auch Geburten, die halt nicht nach Plan verlaufen. Und Fehlgeburt, finde ich, klingt immer etwas brutal, aber die hat nicht nach Plan verlaufen. Und da hat das Baby sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale. In der Pubertät stellt sich dann heraus, welche Merkmale und welches Hormon stärker vertreten ist, also Östrogen bzw. Progesteron oder Testosteron. Und da lässt sich das ein bisschen besser klassifizieren. Aber sie haben trotzdem bei der Geburt beide Geschlechtsmerkmale, so ist aber dann intergeschlechtlich. Das heißt, biologisch gibt es auf jeden Fall 3. So, meiner Meinung nach gibt es auf identitärer Ebene mehr Geschlechter, meiner Meinung nach, wo auch eigentlich die beiden anderen, oder zumindest eine andere Meinung haben, ist, dass man halt das andere Geschlecht fühlen kann. Aber ich finde halt, es gibt halt auf jeden Fall noch das nicht-binäre Geschlecht, dass man sich als nichts fühlt. Und es ist halt nicht so, dass man halt Geist ist, dass man halt nichts ist, sondern man identifiziert sich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht. So, um das halt nochmal wissenschaftlich zu untermauern. Ich finde halt, das Argument von dem ersten fand ich relativ gut, weil ich auch nicht so alles verstanden habe von akustischen her. Aber das ist halt, das andere ist halt einfach nur, die Argumente ist halt einfach nur, weil Gott das uns der Bibel so gesagt hat. Das ist halt für mich ein bisschen zu unstichhaltig. Und mein wissenschaftliches Argument wäre halt einfach, dass man halt bei Leuten, die sich nicht mit ihrem eigenen Geschlecht identifizieren, die sich als etwas anderes fühlen, dass man in Abteilungen, in Parteien im Gehirn eine andere Strukturierung findet als bei Cis-Menschen. Aber ich fand das erste Argument habe ich wie gesagt nicht ganz verstanden, aber das zweite, weil Gott das gesagt hat, wenn Gott sagt, ich soll alle Frauen versklaven und unterdrücken, dann mache ich das ja trotzdem nicht. Weil, wenn er sagen würde, rein hypothetisch. Aber ist nicht so. Ja, also es ist, wenn jemand die Bibel als Gottes Wort, als Wort Gottes anerkennt, als Offenbarung Gottes, also wenn jemand anerkennt, dass alles, was in der Heiligen Schrift steht, durch Gottes Geist eingehaucht, inspiriert ist, dann kann ich ihm vieles beweisen. Wenn derjenige das nicht anerkennen will, kann ich ihm eigentlich gar nichts beweisen. Weil das ist die Grundlage. Insofern
Ich werde aber nur von daher argumentieren. Andere Argumente bringe ich da nicht. Dann muss derjenige halt sagen, ja, ich erkenne das nicht an und damit kann ich ihm auch nicht beweisen. Ja. Könntest du dich theoretisch mit dieser Grundlage irren? Könnte die falsch sein? Nein, Okay, keine Möglichkeit. nein, gar keine. Könntest du irgendwas erfahren, was zumindest deine Position verändern würde? Was meinen Sie mit erfahren? Also, was soll ich denn erfahren? Irgendwelche, ich weiß nicht, wissenschaftlichen Erkenntnisse Nein, beispielsweise? ich finde halt, die Wissenschaft kann zwar verschiedene Strukturen quasi widerlegen oder die was als Argument gebracht hat, diese Abteilungen, aber die Wissenschaft kann niemals der eigene Geist, den eigenen Willen, das eigene Wohlbefinden kann die Wissenschaft eigentlich absprechen. Das ist ja einfach so. Biologisch hat die Wissenschaft festgelegt, es gibt 2 bzw. 3 Geschlechter, aber für mich bleibt halt die Meinung bestehen, dass es halt auf Gefühlsebene, halt im Kopf, dass sich das alles, also das klingt halt immer sehr pauschal und auch sehr weit hergeholt. Aber es ist einfach, ich kenne auch in meinem privaten Umfeld Leute, die sich als andere Geschlechter identifizieren. Und das ist halt nicht schlimm, das ist halt einfach so. Ich finde halt, die Wissenschaft ist halt, bei solchen Dingen ist halt die Wissenschaft, finde ich, zweitrangig. Weil die Wissenschaft kann einem nicht absprechen, als was man sich zu fühlen hat. Die Wissenschaft kann mir nicht absprechen, dass ich mich als Mann fühle. Und die Wissenschaft kann Transleuten nicht absprechen, dass sie sich halt als andere Geschlecht, was sie halt nicht biologisch sind, fühlen. Das kann halt die Wissenschaft nicht machen. Die Wissenschaft kann bloß versuchen, halt das zu untersuchen, woran das liegen könnte und dagegen irgendwas herstellen. Aber das finde ich jetzt auch nicht so notwendig. Weil es ist ja nicht schlimm, es ist nicht so, dass ich finde, jeder soll sich so fühlen, wie er will, solange er keine anderen Leute einschränkt. Das ist es halt. Okay, also sozusagen das eigene Empfinden, wie der Mensch sich wohlfühlt, als wesentliches Kriterium. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Du hast gehört, was er gesagt hat. Ja, Was sagst du dazu? Vielleicht so ganz allgemein. ganz allgemein. Ja, ich widerspreche da nicht. Also man kann sich ja so fühlen, wie man möchte. Ich beschreibe das halt als Persönlichkeiten und nicht als ein anderes Geschlecht. Also alles, was er sagt, das sehe ich genauso, aber das ändert nicht dein Geschlecht. Wie du dich fühlst, ändert halt nicht dein Geschlecht. Würde ich so sagen. Mir ist es auch wichtig, dass jeder sich so ausdrücken kann, wie er will. Ja. Kann man das behaupten? Möchtest du noch was sagen? Also ich finde, wenn man sich anders fühlt, also wie gesagt, diese Geschlechtersache, da gibt es halt 2 Ebenen. Biologisch, was habe ich Geschlechtsmerkmale, und das, womit identifiziere ich mich. Und wenn ich mich halt einfach anders fühle, dann bin ich zwar auf dem Papier biologisch kein anderes Geschlecht, aber trotzdem, wenn ich mich als Frau fühle, aber mich noch nicht umoperieren darf, weil ich noch nicht 18 bin, und dann frage ich, was hast du für Geschlecht? Dann sage ich ja trotzdem, ich bin ein Mann. Ich bin eine Frau, weil ich mich halt anders fühle. Weil man wird immer damit angesprochen, was man nicht möchte. Ja, genau. Das wollte ich schon sagen. Okay. Ich würde vielleicht noch eine ganz kurze Abschlussrunde machen, wo vielleicht jeder 1, 2 Sätze, weil du musst mal nicht gleich los, sagt. Wirklich nur ganz kurz noch zum Abschluss. Ich fühle mich als Baum. Bin ich deswegen ein Baum? Also ich finde, als erstes muss man differenzieren zwischen Gegenstandsidentifikation mit einem anderen Geschlecht. Aber wenn du dich als Baum fühlst, bist du biologisch noch ein Mann. Aber was du machst, was du in deinem Kopf denkst, das kann ich ja nicht irgendwie einschränken. Kannst machen, was du willst. Biologie änderst du nicht. Aber Geschlecht gibt es ja nicht nur auf körperlicher Ebene. Geschlecht kann man doch... ein Widerspruch. Nein. Doch. Die Tatsache ist, dass du biologisch ein Mann bist, aber die Tatsache ist ebenso, dass du auf Gefühlsebene in deinem Kopf dich halt mit etwas anderem identifizierst. Du redest von Wissenschaft und Gefühle ändern keine Tatsachen. Die Tatsache ist, dass du biologisch ein Mann bist, da hast du recht. Aber du musst auf meine Argumente eingehen. Auf Nicht nur Identifikationsebene. biologisch. Wenn du ein Mann bist, bist du ein Mann. Ja. Und wenn du dich als Frau fühlst, dann hast du eine seelische Verirrung. Ja, Das müsste ist dann- therapiert werden. Das ist dann halt einfach wieder ein Menschenfach. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass der Glaube an Jesus, wenn man ihn so auslebt, dass es Das extrem ist Menschen verachten, dass man dass man leugnet, dass ein Mann ist. Das ist sonst Menschenfach.
Das kann auch jeder machen, wie er möchte. Kennst du den Boxkampf? Oh, Wo ein... das ist, ja, ich hab noch ein bisschen Zeit. Erklärt. Darf ich was sagen? Also nur mal so als Info, es gab jetzt bei den Olympischen Spielen Boxkampf und da hat eine algerische Boxerin gegen eine aus einem anderen Land gekämpft. Die hat nach 40 Sekunden aufgehört. Boxer. Warum Bitte, denn? lass mich kurz ausreden. Nein, pass auf, lass mich ausreden. Die andere hat dann behauptet, dass sie eine Transe wäre. Es ist aber Fakt, dass sie als Frau geboren ist, plus eine chromosomalen Fehler hat. Sie hat XY-Chromosom, die männlichen, aber sie wurde, was ihr Argument ist, was man recht... Bitte? Nein. Chromosom. Kurz Das hat nichts mit dem Geschlecht. Sie hat die weiblichen Geschlechtsmerkmale und den weiblichen Hormonhaushalt, der mit dem Boxen zu tun hat. Ja, das ist jetzt Bitte ganz kurz. Nein. Bitte ganz kurz. Das ist halt das Ding ist halt, die wurde bei der Weltmeisterschaft davor nicht zugelassen, weil sie ein Mann wäre. Die Weltmeisterschaft ist vom IOC, vom Internationalen Boxkomitee, vom Internationalen Olympischen Komitee für Boxen, wurde das nicht mal anerkannt, weil es ist Fakt, sie ist als Frau geboren und da gibt es ja auch Tests, wie Testosteron sie produziert, als ob sie einen Vorteil hat gegenüber den anderen. Hatte sie nicht. Sie hat den normalen weiblichen Hormonhaushalt. Deswegen ist es auch eine Frau, bleibt eine Frau, das ist keine Transe. Und da würde ich gerne, das ist halt ein Thema, da ist halt so nicht mit Christentum, das ist einfach von rechten populistischen Medien wird das gepusht, aber das ist halt nicht so. Die ist keine Transe, die hat bloß hat andere Chromosompaare, was auf den Sport keinen Unterschied macht. Weil worauf es ankommt, ob du trans oder nicht, du hast halt nicht mehr Testosteron als deine Gegnerin produzieren und du darfst halt keine stärkere Schlagkraft haben. Aber sie ist als Frau geboren, sie hat Hormone wie eine Frau und die hat auch eine Genetik wie eine Frau. Das heißt, sie ist eine Frau. Ja. Ja, wieso sagen sie, das ist ein Transe oder ein Mann? Und ein Gefühl ändert das nicht. Wenn sie sich als Mann fühlt, kann Ein sie... falsches Gefühl ändert das nicht. Du hast gesagt, dass das ein männlicher Boxer ist. Der hat kein Penis, der hat eine Vagina. Oder ist die Boxerin. Wieso hast du Also gesagt, der dass- ist nicht als Mann geboren. Nein, ist sie nicht. Was? Die ist sie nicht. Sie ist nicht als Mann geboren, die hat genetische Krankheiten. Die ist Als was Frau denn geboren. dann? Er sagt ja, sie ist als Mann geboren, hätte sich umgebracht. Warum ist sie dann anatomisch der Frau überlegen, wenn es kein Mann ist? Weil die andere Frau, das hat sich auch rausgestellt, ist nur eine Amateurboxerin. Und sie ist einfach stärker. Sie hat länger trainiert, sie hat mehr trainiert. Du kannst halt sagen, wenn beim Fußball die andere Mannschaft gewinnt, dass sie irgendwie sich gedopt haben und irgendwie mehr Testosteron haben. Also es ist eine geborene Frau. Genau. Das ist eine Cis-Frau. Das aber wird halt von rechten populistischen Medien. Cis, Quatsch, es ist eine Frau. Es ist eine Frau, die sich mit dem eigenen Geschlecht identifiziert. Es ist eine Frau, ja. Gut, das wusste ich nicht. Ja, dann lieber erstmal nochmal nachrichten. Naja, du bist auch schon auf falsche Behauptungen reingefallen. Welche? Du willst mir erzählen, du bist noch nie auf eine falsche Behauptung reingefallen. Stimmt schon mal. Aber ich Also. würde das da nicht in so eine journalistische Diskussion, würde ich eigentlich einfach irgendein Halbwissen einbringen. Deswegen habe ich beim Urteil nicht zurückgegangen. Ich habe deine Information nicht gehabt, ich hatte eine andere. Die war falsch. Ich kann nur von der Information ausgehen. Öffentlich-rechtliche Qualitätsmedien lesen, nicht die Bild. Okay, ich würde vielleicht, Die haben schon so viel gelogen. an der Stelle sagen, ich denke, wir haben die wesentlichen Argumente gehört. Zum Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja gar nicht mehr so unbedingt Uneinigkeit. Bei diesem konkreten Fall. Ansonsten Wenn deine Information stimmt, dann Ansonsten würde ich sagen, okay. können wir festhalten, dass es ziemlich viel Unstimmigkeit, ich bin schon ganz verwirrt, Uneinigkeit gab. Aber ich habe den Eindruck, dass trotzdem einigermaßen es gelungen ist, konstruktiv drüber zu reden. Und ja, würde mich bei euch allen bedanken. Was meint ihr, haben wir es geschafft, diesen Streit in ein produktives Gespräch umzuwandeln? Wenn ihr mehr solcher Inhalte sehen wollt, liked, kommentiert und abonniert den Kanal. Eure Interaktion motiviert uns weiterzumachen.